Hi, ich bin Luca, ich bin 19 Jahre alt, habe jetzt meine 3,5-jährige Ausbildung zum Industriemechaniker hier bei Probart abgeschlossen. Ja, und wurde jetzt zum Glück übernommen und arbeite jetzt als Industriemechaniker hier im Anlagenbau. Jetzt ist die Ausbildungszeit vorbei, Ja. Da bleibt auch ein Wein das Auge über, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, das ist eine Zeit, die wird so, wie sie war, nie wiederkommen. Und ja, natürlich, da weine ich auch ein bisschen drum. Das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit, auch mit den Kollegen. Und ja, da blicke ich auch sehr, sehr mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge drauf zurück. Ich würde sogar sagen, dass ich hier in 3,5 Jahren fürs Leben mehr gelernt habe als in der Schule. Also ich sag mal, mein Ausbilder hat mir da schon nicht nur Fachliches, auch schon sehr, sehr viel fürs Leben beigebracht. Also ich bin selbstbewusster, selbstständiger und das sind halt Dinge, die ich vorher nicht hatte und wo ich dann auch sehr stolz bin, dass ich sie jetzt habe. In der Ausbildung am meisten Spaß gemacht hat mir tatsächlich, wenn ich ein Projekt bekommen habe und das, sage ich mal, mit meinen Auszubildenden, also mit meinen Kollegen zusammen bearbeiten konnte. Ich sag mal, wenn man dann zusammen immer Wege gefunden hat, wie man es dann hinbekommt. Wenn man alleine ein Projekt macht, ist natürlich auch gut und muss man auch mal machen. Aber mir persönlich gefällt es immer, wenn man mit mehreren irgendwas macht. Und ja, das war immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Was fasziniert sich an Röstmaschinen, um daran zu schrauben? Was mich daran fasziniert, das ist, sage ich mal, der ganze Prozess und wie viel, sage ich mal, filigrane Sachen da drin stecken, auf wie viele Sachen man achten muss. Sag ich mal, da ist die Temperatur, da ist die Luftzufuhr. Also da gibt es so viele Dinge. Es ist jetzt nicht gleich Rösten ist gleich Rösten, sondern da gibt es so viele unterschiedliche Arten. Und ich sag mal, wenn man mich jetzt an eine Röstmaschine stellen würde und ich sag mal hier einen Profi-Röster, der das schon so lange macht und auch Zertifikate hat, dann merkt man mal, was es da doch für einen Unterschied gibt. Also ich habe selber auch schon mal so ein Kaffee-Tasting, sage ich jetzt mal, mitgemacht. Und wenn man da mal genau drauf achtet und sich dafür Zeit nimmt, dann schmeckt man wirklich die Unterschiede, die es da gibt. Ich habe mich schon in manchen Dingen auch geärgert. Also ich sag mal, in Sachen Digitalisierung, da könnte man noch viel machen. Ich sag mal, wenn jeder Auszubildende auch wie hier in der Fertigung, ich sag mal, einen Laptop oder ein Tablet haben, dann könnte man sich auch selber viel mehr einbringen und somit auch die Produktivität steigern, sage ich mal. Das wäre ein Punkt, der noch meiner Meinung nach ausgebaut werden könnte. Aber ich denke, da wird in der Zukunft sowieso kein Weg dran vorbeiführen. Das ist auch ganz wichtig, dass man halt von Anfang bis Ende alle Personen, die daran beteiligt sind, dass die zusammenarbeiten. Weil ich sag mal, beispielsweise, wenn irgendwas konstruiert wird im Büro und man sagt, das sieht super aus, aber in der Fertigung ist es nicht gerade praxisnah, wie es funktioniert. Und das ist halt ein Beispiel. Ich finde, da könnte man noch besser zusammenarbeiten. Ich sag mal, hier in der Gesellschaft ist der Betrieb schon hoch angesehen. Also wenn man sagt, man macht eine Ausbildung bei Probart, dann ist es schon so im Umfeld, dass man sagt, hey, da bist du gut aufgehoben. Das ist schon so, ja, auf jeden Fall. Also meine Zukunft hier, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die aussieht, aber ich möchte auf jeden Fall weitermachen. Ich möchte einen Meister machen. Ob ich dann letzten Endes hier als Meister anfange, ist die Frage, aber mich interessiert das Betriebswirtschaftliche und auch das Führen von Personal, sage ich mal, das ist mein Ding, weil ich auch eben, wie man merkt, gerne rede und es macht mir auch Spaß. Ich nehme mit, dass ich, sage ich mal, alles, was im Leben passiert, egal ob praktisch oder auch im Leben selber, dass man das alles hinterfragt. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Also wenn mein Kumpel mich fragt, dann sage ich ihm auf jeden Fall, dass es eine sehr, sehr gute Idee ist, hier eine Ausbildung anzufangen. Kollegen, super. Ausbilder, auch super. Und ja, auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten, ja. Ich würde es immer wieder so machen.